Hallo, mein Name ist Leni und gemeinsam mit meinem Mann Gabriel haben wir dieses 100-jährige Haus über 4 Jahre saniert. Wir sind eingezogen, aber es gibt noch einiges zu tun und wir nehmen euch dabei mit. Ja, Hallöchen! Willkommen im neuen Video. Wir machen hier im Vorraum weiter. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, haben wir einige Dinge schon gemacht, unter anderem den Einbauschrank, den Spiegel aufgehangen, den Luster montiert und jetzt geht es bei den Feinheiten weiter. Hier sieht es natürlich wieder aus wie auf einer Baustelle. Gabriel, was machst du da gerade? Ja, wie ihr wisst, haben wir ja ein Badefass und da haben wir eine Folie eingezogen und da möchte ich jetzt Chlor reinmachen, damit wir nicht ständig das Wasser wechseln müssen. Ja, also wir haben uns das ganze Konzept hier für den Vorraum nochmal überlegt, dass die ganzen Komponenten zusammenpassen, Spiegel, dann unsere Sitzgelegenheit und der ganze Rest mit dem Boden, der ja schon sehr schnörkelig ist, haben wir uns jetzt entschieden, statt den ganzen Schnörkelstuckleisten normale gerade zu nehmen. Nämlich werden wir die gerade vorher umtauschen. Unter anderem haben wir auch diese Rosette ausgetauscht. Ich glaube, das ist einfach too much. Ja, also die Einrichtung so zu gestalten, dass man sich dann auch wohlfühlt, dass das alles ein harmonisches Bild abgibt. Kann sein, dass wir dann den Übergang noch einmal schleifen müssen oder so leicht mit der Hand. Ja, ihr fragt euch sicherlich, warum streicht ihr da jetzt schon wieder irgendwelche Wände an? Ja, es geht um diesen Übergang vom Vorraum zum Wohnzimmer. Da hatten wir damals diese Staubtüre hängen und konnten deswegen einen Streifen nicht ausmalen und das hole ich jetzt eben nach. Also der Vorraum soll wirklich am Ende sauber und schön verarbeitet ausschauen. Ja, unsere Stuckleisten haben wir ja geholt. Die werden jetzt gestrichen, damit sie eine Stabilität bekommen und dann können wir sie an die Wände klatschen. Es ist der nächste Tag, nächster Abend. Ja, es geht da wieder weiter beim Rundbogen, bei den Ausbesserungen, bevor wir dann mit den Stuckleisten, die hier im Hintergrund schon stehen, fortsetzen. Momentan geht es bei uns nur langsam voran, weil ja, wir nicht zu so viel kommen, einfach durch diverse Besorgungen, ja, die nebenbei auch laufen und das Leben halt sonst auch. Ja, deswegen wird es auch derzeit nur alle 14 Tage ein Video geben. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. 2 thumbs down. Ich mache jetzt zumindest ein bisschen weiter, damit ihr dann wieder was zum Schauen habt. Und wir wollen ja auch da vorankommen im Vorraum. Ich bin gerade dabei, mich um die Aussaat zu kümmern für dieses Jahr und ich freue mich, wenn ihr mich dieses Jahr auch wieder dabei begleitet. Mal schauen, ob wir dieses Jahr erfolgreicher sind. Wie einige ja von euch mitbekommen haben, war das letzte Jahr eher sehr ernüchternd. Zwischen Bauen und Einziehen, da war einfach keine richtige Zeit fürs Anbauen da. Der Garten schaut auf jeden Fall wüst aus. Da müssen wir dann nach und nach alles vorbereiten. Aber ja, wir haben jetzt Februar, Anfang Februar und ich habe da einen
tollen Kalender bekommen von meiner Mama mit der Hoffnung, dass es dieses Mal klappt. Da hat man quasi so eine Anleitung für jedes Monat, was man da anpflanzen kann. Und das Coole ist, da sind dann auch jeweils die Samen dabei. Das wird also unsere Sitzgelegenheit im Vorraum. Gabriel sitzt auf unserer neuen Errungenschaft. Ganz fertig ist das auch noch nicht, müssen wir auch erst zusammenbauen. Wir starten jetzt erstmal mit den Sockelleisten. Gabriel überlegt, wie jetzt da die Gärung geschnitten gehört. Auf alle Fälle nicht so. Wir haben einen kleineren Winkel als 90 Grad. Ich habe jetzt auch weniger als 45 Grad Gärung geschnitten. Das ist aber viel zu wenig, also ich weiß nicht genau, was da schief gelaufen ist. Ja, das Mysterium von vorher hat sich recht schnell geklärt. Ich habe nämlich hier drin auf die Skala geschaut und nicht hier draußen, wo das Ziffernblatt ist. Und was wir hinten dann kürzen auf dieses Niveau. Damit es zusammenpasst, ja. Das heißt, da ist überall dann nichts. Da ist noch nichts, ob wir da was Kleineres hinmachen oder nicht. Naja, wenn schon das Gleiche, oder? Soll schon in einem durchgehen. Wenn. Dieses Teil. Wenn sonst lassen wir es frei. Schaut auch nicht schlecht aus. Das ist halt nur ein bisschen dieser Schaumstoff, den man das sieht, wenn man genauer schaut. Aber finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Ja, so einen Fugenfüller gibt es noch, den habe ich einfach noch nicht verwendet. Okay. Nur, das steht dann so. Weg von der Wand. Es geht gar nicht anders, wenn es in einem durchgeht, weil das die Wand so Ja, klar. passt. Ich bevorzuge es so, mit dem Weißen aufzuhören mit der Sockelleiste. Und ab dort, wo Stein ist, verwende ich dann einen Pattex-Füller, der die gleiche Farbe hat wie der Parkett.
Ja, ich freue mich gerade so richtig, dass wir endlich die Sockelleisten hier im Vorraum endgültig befestigen. Alle, die gefehlt haben, der Übergang vom Wohnzimmer zum Vorraum. Und es sieht so schön aus. Man glaubt gar nicht, was es dann gleich für einen Unterschied macht, optisch. Wir machen jetzt eine kurze Pause und werden essen, also Mahlzeit. Wir haben gut gegessen, jetzt geht es weiter im Vorraum. Dort werden wir die Stuckleisten montieren. Die müssen auf Gärung geschnitten werden und dann können wir sie oben in den Ecken ankleben. Ich habe mir jetzt ein bisschen versucht in Gärungsschnitten. Die eine Leiste ist schon viel kürzer, ja, da habe ich mir ein paar Mal verschnitten, aber mittlerweile passt's. Das sieht also gut aus. Und jetzt schauen wir, dass wir das so da oben montieren. Wir haben uns jetzt für einen flachen Abschluss entschieden. Davor habe ich einen Gärungsschnitt versucht, aber die Lene hat dem nicht zugestimmt, also machen wir es so. Das war es auch schon mit diesem Video. Wir haben unseren Vorraum fast fertig gemacht. Es bleibt noch ein bisschen was zu machen. Das folgt dann, wenn wir den Stiegenaufgang machen. Ihr seht ja, die Stiegen sind noch nicht fertig. Wir haben sie jetzt ein bisschen abgedeckt mit dem weißen Stoff. Aber das wird noch dauern, weil die Stiege machen wir erst, wenn das Obergeschoss angeschlossen wird. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald. Ciao.